Hallihallo, hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von SOMA. Wir sind wieder hier, kurz davor in den Pilotensitz einzusteigen, ja. Und die Aufnahme funktioniert, deswegen. Ich habe kurz rausgesetzt. So. Ja, danke, werden wir machen. So, wir setzen uns jetzt hin und schauen, was passiert. So. Verdammt nochmal. It's like having your picture taken. With the most expensive camera in the world. Oh ja. Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Okay. Hoffentlich klappt alles. Oh, jetzt sind wir im Kampfanzug, ja? There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? What was that? No, it's just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's Yeah. how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. Okay. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. Was? I'd rather not stay plugged in any longer. Wir sollen Simon töten? Welchen Switch drücken wir denn? What the fuck? Okay. Das bedeutet, dass wir irgendwas drücken sollen. Oh Mann. Da wir Simon töten, oder? Er wacht alleine in diesem Albtraum auf. Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Simon, es tut mir echt leid. Da, das ist, wir sind's im Prinzip. Aber jetzt gibt es zwei von uns und... sorry. Aber das ist die richtige Entscheidung. Er ist weg. Wir haben es getan, Leute. Wir haben Simon getötet, während wir in den Kampfanzug ebenfalls Simon sind. Wir wurden kopiert. Der andere Simon hat in Toronto gelebt die ganze Zeit. Während er kopiert war. Oh, ist das krass, oder? Na gut, wir müssen weiter. Los. Oh Mann, dieses Spiel, was macht das für Dinge? Oh, das stürzt es wieder ab, oder was? Jetzt können wir weit runter gehen, dank dem Kampfanzug. Weit, weit runter in die Tiefe. Wo sind wir jetzt hier? Oh Gott. Das sieht nach sehr viel aus. Laufen wir erstmal hier den Weg. Und schau mal, wohin er uns führt. Hier führt er uns runter. Allerdings nicht sehr weit. Also gut, wir können da nicht hin. Das muss ja fallen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, zu fallen. Okay. Schauen wir mal.
Vielleicht dort. Boah, ich dachte schon. Ja. Nach dem Ruckeln da, den Geräuschen zu urteilen, sind wir richtig. Immer weiter runter. So, hier können wir uns hinsetzen. Wenn wir das Omnitool starten. Okay. Are we done here? Yeah, Activate the climber, please. sure thing. So, und jetzt? Passiert jetzt was? Nein? Ja. Ach so, wir müssen da noch was starten. Take a seat and we'll be off. Okay. Ah, Kevin ist auch nicht mehr in dem Zustand, dass sie mit uns reden möchte, wie es aussieht. Ja, die hat uns immerhin belogen. Versteht Simon schon? Schon krass, oder? Have we figured out what happens when we die yet? Is that even possible? If there's some kind of afterlife, do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? Still, hä? It's dumb luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Ja. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I had to, tuck my arms so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. Ja. So uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends.
I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Oh. Catherine? Kath? Hello, Catherine. What happened? Ja. Ich kann das Monitor nicht mitnehmen. Okay. Nicht viel los hier. So, was ist hier los? Hey, I know it's not much, but why have we stopped moving? The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Ja, hoffen wir mal. So, können wir dann weiter runter? Oder sind wir schon unten, hä? Egal. Does time freeze when you're not powered? Time feels omitted more than movement. What's the difference? I don't Yeah. feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping. Hä, wir without fahren hoch? dreaming. Yes. Nee, But nee, ich generally dachte. you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Okay. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. Wow, unsere Sicht wird langsam. Boah. Wow. Ist da neben uns jemand? Ne, oder? Okay. Wow! You did it! You did it! I will make preparations. Was? Er wird Vorbereitungen treffen? What the fuck? Wow. Oh, good, you're back. What happened? Something dropped onto the cage. Knocks you right out. Spoke to me. Looked like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. Wow. Said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was gonna kill you for sure. Glad it didn't. Yeah, me too. Ja. Wow, das hat mich richtig erschreckt, das Viech, als es plötzlich da war. Looks like we're closing in on the ocean floor. Good, not sure the climber could take it much longer. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach Tau. You haven't been here Oh. before? Not in a way that'll help us. Right, the other you has been here. We're following your old footsteps, Kat. When I had footsteps, You could still be down here somewhere, technically. don't remind me, freaks me out. Alright, let's Aha, head out wirklich? and find that ark. Was ist, wenn wir dich finden? Catherine, wie reagierst du dann? Wirst du dann was empfinden? Wird es dir nicht mehr egal sein? So wie es uns nicht egal war? Als wir erfahren haben, dass sie uns kopiert haben? Okay, bis 4 werden wir Tau werden wir laufen müssen. Aber nur ein bisschen. Fehleranomalien zum Rufen der Aufzugsplattform erforderlich. Gott. Das ist der Meeresboden.
HCR-Log. Julian dann. Mustersalonvorsorgeuntersuchung. 3.8.2003. Gegen Abend, Julia, blablabla, Überprüfung. Dann nächster Tag. Tau-Evakuierung. Gescheitert. Nach 3 Stunden. Dann Monate später. Catherine Kuhn, Peter, blablabla, Transporter Archivie. Remote-Zugang. Okay. Tau wurde aber vor monatelang evakuiert. Was ist passiert? Sieht hier schon freakig aus. Fahren Sie Geräusche. Wow. Machen mir schon ein bisschen Angst. Okay, schon mal ein paar Informationen erhalten. Tau? Come in, Tau. Please answer, Tau. Nothing. It's dead. Let's move out. We'll try the next one. Okay. Ist auch alles tot, mehr oder weniger. So, jetzt die Frage, wo müssen wir hinlaufen? Hier wahrscheinlich nicht, weil hier ist es dunkel. Ja, okay. Das haben wir gedacht, da wo es dunkel ist, geht es ja auch nicht weiter. Hier ist zumindest ein bisschen Helligkeit. Okay. Hier ist sowas wie ein Lagerraum, nehme ich an. Hier schwebt alles vor sich hin. Naja gut, wir sind ja auch unter Wasser. Kein Wunder. Und was finden wir hier? Komm her, hey. Tür auf. Das geht nicht richtig auf, so. Verdammte Tür! Faulting die Strong Torrents expected, okay. So. Ich dachte einfach eine Leiche. Sah aber nicht so aus wie eine. Danger, stay close to the lights. Blue lead zu Tau, Red zu Climber. Gut, wir haben wieder Licht angemacht. Wir haben im Notfall auch unsere Taschenlampe an. Sehr gut. Falls jemand uns verfolgt, der mit auf dem Meeresboden gestürzt ist. Wow! Da müssen wir abhauen. Ich sehe nicht mehr. Boah. Okay, gehen wir hier rein. Und vor allem machen wir die Tür zu. Was? Ah. Das lief ja gut. Inventar. Leuchtende Künstlerköder, Arena Künstlerköder, getrockneten Fisch, bla bla bla, okay. Missionslogs. Aufbau, Köder, getrockneter Tintenfisch, Kameras, Kragenhai, 5 cm, Beschreibung. Seltener Hai nähert sich dem erleuchteten Köder. Er umkreist ihn, um den getrockneten Tintenfisch zu essen. Unwahrscheinlich, dass er oft in diese Tiefe unterwegs ist. Eine Anomalie, ist klar. Köder wieder, Ergebnisse, Ziele, Riesentintenfisch, 1200 cm, Beschreibung. Mantel von der Größe eines Mannes, 170 bis 200 cm, geschätzte Länge des gesamten Tieres 10 bis 12 Meter. Wow, riss den Martin mit einem wilden Angriff auseinander. Sobald wir die Lichter anschalten, floh er schnell aus dem Gebiet. Ganz eindeutig noch ein
Exemplar, das von dem austretenden Strukturgel angelockt wurde. Der Mantel ist teilweise mit Schuppen bedeckt und wird von einer neu gebildeten Knochenstruktur durchdrungen. Was hat den Martin? Da, also Marlin, ein Fisch, okay. So. Ziel unbekannt, 40 cm Beschreibung. Die vom Gel entstellten Kreaturen sind wahnsinnig. Sie greifen alles und jeden an. Immer noch schwierig festzustellen, wie die WoW ihr Verhalten beeinflusst hat. Abgesehen von der offensichtlichen Aggression und Lichtempfindlichkeit, die Kreaturen scheinen etwas Bestimmtes zu jagen. Etwas, das es in diesem Ökosystem nicht gibt. Okay, Statistik. Buckelwal. So, was bedeutet das? Und wow, der Lampenfisch. Gut, ich glaube, wir müssen wieder hier raus. Wir hoffen einfach, dass wir nicht verfolgt werden. Ja. Rot? Klettern oder wie war das? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach dem Kabel folgen. Machen wir das doch. Da sind auch wieder Lichter. Boah, ist auch richtig dunkel hier. Okay. Zum Glück sind wir in einem Kampfanzug, hä? Der hält das aus. Am Meeresboden. Sieht das so aus? Ja, immer stärker. Fuck. Weiter geht's. Oh, Alter. Kommen ja kaum vorwärts. Wow, was war das? Komische Fische. Schon wieder? Was sind das für Geräusche? Was? Warum? Die folgen mir. Was? Lass mich in Ruhe, verdammte Fische. Aua. Warum machen die das? Das sind doch fucking Fische, Alter. Und ich bin eine Maschine. Okay, die sahen komisch aus, diese Fische. Okay, ich glaube, wir sind, wo wir hin sollten. Zu wenig Strom. Ha, Leute, wie immer. Okay, wir sind fertig mit der Folge. Ist nicht passiert viel, aber hey, wir haben einige Informationen erhalten und wir haben etwas Schlimmes getan. Was auch wahrscheinlich das Beste war. Wenn euch die Folge gefallen hat, ein Däumchen würde mich freuen. Wir sehen uns am Donnerstag dann wieder. Und dann erleben wir hoffentlich wieder tollen Kram hier auf Tau. Nehmen wir an, dass wir Tau sind. Ne, sind wir noch nicht. Na gut. Jedenfalls geht es dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.